Frau Anneliese Rothenberger. Sie haben Rudolf Schock sehr gut gekannt, haben mit ihm zusammen gesungen, Plattenaufnahmen gemacht, Fernsehauftritte gehabt. Sicher ist für Sie, wie für viele andere auch, die Nachricht von seinem Tod sehr überraschend gekommen. Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe es gestern Abend im Fernsehen gehört, erst aus Österreich. Am Ende einer Sendung hat der Karl Löbl gesagt, es kommt uns gerade diese traurige Nachricht rein. Sie ist noch nicht bestätigt. Wir wissen nicht, ob es stimmt, aber mit so etwas macht ja keiner Scherze. Kurz hinterher wurde es dann im deutschen Fernsehen bestätigt. Und ich war wirklich sehr geschockt im wahrsten Sinn des Wortes. Also das ist ja so aus heiterem Himmel gekommen. Er hat so gesund gelebt. Er ist ein Sportler durch und durch gewesen. Und es ist für mich unverständlich, aber es ist natürlich ein Infarkt und er hatte schon einen. Und der zweite ist ja gewöhnlich sehr viel schlimmer. Aber auch diese Einsamkeit, dass er so ganz allein gestorben ist und man ihn da im Gang gefunden hat, das ist alles so traurig. Ich komme da noch gar nicht drüber weg. Sehr oft ist ja die erste Begegnung, die man mit einem Menschen hat, sehr wichtig für das, was sich daraus ergibt, für die Beziehung, die sich aufbaut oder nicht. Wo und wie haben Sie Rudolf Schock kennengelernt? Oh, schon sehr lange. Ich kenne ihn mindestens 36 Jahre, denn in meinen Anfängerjahren an der Hamburgischen Staatsoper war er hatte schon einen Namen als Tenor und hat auch schon Filmangebote bekommen und so. Und es war für mich natürlich eine Riesenehre, mit ihm schon auf der Bühne zu stehen. Und das war auf der Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Da haben wir in der Entführung aus dem Serail zusammen gesungen und Wildschütz war eine Vorstellung, die ich sehr gerne mit ihm gesungen habe. Er war der Baron und ich seine Frau. Und das hat sich fortgesetzt bis in die gemeinsamen Schallplattenaufnahmen hinein. Da hat er allerdings dann die Firma gewechselt. Ich bin bei meiner Firma geblieben und er ist zu einer größeren nach Berlin gegangen. Da haben wir uns etwas aus den Augen verloren. Aber nur auf der Schallplatte. Er hat ja natürlich mit mir Gastspiele an der Wiener Staatsoper, bei den Salzburger Festspielen, in München bei den Festwochen haben wir uns immer wieder getroffen. Und vor allen Dingen in Fernsehsendungen natürlich, wo wir nicht gemeinsame Auftritte, wir haben eigentlich nie Duette im Fernsehen gesungen, aber eben er war Gast und ich war Gast und so sind wir uns immer wieder begegnet. Ja. Persönlichkeiten wie Rudolf Schock kennt man ja in der Regel auch eben von Auftritten von der Bühne her, ja. Man kennt sie aber nicht privat. Sie haben ihn natürlich auch privat gekannt. Wer war er, was war er für ein Mensch? Was ich an ihm ganz besonders bewundert habe, das war, dass er nie vergessen hat, wo er herkommt. Er kam ja aus ganz kleinen Verhältnissen. Die Mutter hat, eine Witwe hat also große Opfer gebracht, ist als Putzfrau gegangen, um ihm das Gesangsstudium zu ermöglichen. Und das hat er nie vergessen. Nicht nur Dankbarkeit zur Mutter bis zum Ende, sondern eben auch, er hat genau gewusst, was andere mitmachen, die daherkommen und das werden wollen. Und war dankbar für das, was er erreicht hat. Er war also nicht arrogant oder hat es selbstverständlich genommen, gar nicht. Und er hat sehr viel auch getan für andere, hat andere ausbilden lassen und so. Das weiß ich, das habe ich bewundert. Und er war also bescheiden mit einem Wort, trotz dieser Riesenerfolge. Gibt es noch andere persönliche Erinnerungen, die Sie mit ihm haben? Ja, also wir haben uns privat auch getroffen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, war es Wien oder München. Auf jeden Fall hat mein Mann ihn eigentlich zum Golfspielen gebracht. Er war ein fantastischer Skiläufer, die haben sich immer getroffen beim Skifahren, irgendwo in St. Christoph oder so und auch in St. Moritz. Und dann hat er gesagt, ich habe gehört zu meinem Mann, dass du golfst und meinst du, es wäre auch was für mich? Und mein Mann hat gesagt, sei vorsichtig, wenn du einmal auf dieses Ding schlägst und es 150 Meter weit fliegt, dann bist du der Sache verfallen. Und dann sagte der Schock, doch, ich glaube, ich fange das an. Und er war dann ein fabelhafter Golfer und hat auch wirklich nicht mehr lassen können. Wie gesagt, er hat ganz gesund gelebt. Und deswegen ist dieses plötzliche Ende mir ein Rätsel. Aber die Uhr war abgelaufen und ich glaube, dass der Unfall, ein sehr schwerer Autounfall seiner zweiten Tochter, eine ist ja vor 2 Jahren an Krebs gestorben und die zweite ist jetzt gerade in Spanien auf dem Heimweg von seinem letzten Urlaub, sehr schwer verunglückt. Die sind hintereinander hergefahren und da ist eben das Unglück passiert, dass sie, glaube ich, eine zertrümmerte Hüfte und eine zerquetschte Ferse und so. Und man weiß noch gar nicht, was daraus wird, wie das Ganze endet. Und ich glaube, das hat ihm sehr zugesetzt. Also ich kann das nur annehmen. Ich habe mit der Frau noch nicht gesprochen.
Das werde ich natürlich tun, aber mehr kann ich Ihnen im Moment da gar nicht sagen. Rudolf Schock war ja sehr vielseitig. Er war in verschiedenen Sparten zu Hause. Hat ihm das auch zu schaffen gemacht, dass er so als Wanderer zwischen ernster und unterhaltener Musik auch gegolten hat? Also der Rudi und ich waren mit die Ersten, die es riskiert haben, abseits von der Klassik auch Operette zu singen. Ich habe es außer der Fledermaus keine auf der Bühne gesungen, aber wir haben die gesamte Operettenliteratur auf Platten aufgenommen. Und natürlich gibt es immer Blaustrümpfe, die dagegen wettern und sagen, den kann man auf dem Sektor Klassik nicht mehr ernst nehmen. Und das halte ich für Blödsinn. Weil in Amerika, wenn die Birgit Nilsson eine Jahrhunderterscheinung auf dem Gebiet der Wagner-Sänger ein Konzert in Carnegie Hall gibt und dann am Schluss singt Wien, Wien, nur du allein, dann bricht ein ganzes Land zusammen und sagt, das ist ja fantastisch, dass diese Frau das auch kann. Und bei uns würden sie sagen, hat die das nötig? Das ist eben der Unterschied. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Aber wir haben dazu gestanden. Ich meine, ich habe keine Schlager gesungen, das hat er, glaube ich, auch nicht. Aber also E- und U-Musik haben wir gemischt und haben dazu gestanden. Wieso? Es gibt nur gute oder schlechte Musik. Und wenn die U-Musik gut ist, warum soll man sich nicht damit identifizieren?